Brief an den O4-Rat. Der folgende Brief wurde am August 2018 im Briefkasten am Eingang zu Standort DE1 gefunden. Kameraaufzeichnungen zeigten weder Hinweise darauf, wie der Brief in den Briefkasten gelangt war, noch Störungen in dem Zeitraum seit der vorangegangenen Leerung. Er ist auf normalem Briefpapier für Handschrift mit normalem Tintenfüller und normaler Tinte geschrieben. Die Analyse der Handschrift ergab, dass alle Buchstaben exakt gleich waren, als wären sie gedruckt. Die Analyse des Tintenflusses und Abriebs auf dem Papier sowie Hautzellen und Spuren von Hauttalg auf dem Papier legen nahe, dass der Brief tatsächlich von Hand geschrieben wurde. Die in den Hautzellen gefundene DNS ergab bei einem Abgleich mit vorhandenen Daten der Foundation und der Polizeien keine Ergebnisse. Eine eingehende Analyse der DNS ergab keine brauchbaren Daten, die Rückschlüsse auf die Physiologie des Schreibers zugelassen hätten. Inhalt des Briefes. Sehr geehrte Damen und Herren, O4-Ratsmitglieder. Dieser Brief ist nicht verzaubert oder sonst wie anormal. Die Restenergie des Zaubers, mit welchem ich Ihnen diesen zugestellt habe, verfliegt nach spätestens 72 Stunden so weit, dass sie selbst für uns nicht mehr spürbar ist. Ich hätte mir gewünscht, dass unser Erstkontakt weniger unerfreulich verläuft. Doch nun ist es geschehen und wir müssen außerplanmäßig fortfahren. Zunächst möchte ich Ihnen versichern, dass wir keine bösen Absichten hegen. Noch ist es unser Ziel, Sie an Ihrer Arbeit zu hindern oder gar Anomalien in Ihrem Gewahrsam zu befreien oder zu stehlen. Wäre das unser Ziel, hätten unsere in der Foundation eingebetteten Agenten das bereits mit Leichtigkeit tun können. Im Gegenteil. Wie Sie bereits von diesem Abschaum Kraft und den paar unserer Agenten, die Sie enttarnen konnten, erfahren haben, haben wir zahlreiche Agenten in die Deutsche Foundation, aber auch teils in andere Ableger eingebettet. Warum, werden Sie sich fragen? Nun, um das zu erklären, muss ich weiter ausholen. Die Magierakademie ist nicht die Akademie, sondern ein Zusammenschluss von einzelnen Bildungsinstituten, Magierzirkeln, okkulten Geheimbünden und so weiter, der bereits seit der Antike besteht und sich in ihrer Organisation modernen Bedingungen angepasst hat. Aber das wissen Sie bereits. Wir haben Organisationen, die sich der Jagd auf Anomalien und in der Vergangenheit insbesondere auf Hexen und Magier verschrieben haben, immer gemieden. Die Inquisition der christlichen Kirche und vergleichbare Organisationen antiker Religionsgemeinschaften, Geheimbünde, die SS und das SKP, die Stasi und schließlich auch Sie und andere moderne Gruppierungen. Unser primäres Ziel ist die Erforschung der Magie und das Studium derselben in kontrollierten Umgebungen. Wir sind Wissenschaftler und betreiben hier Grundlagenforschung. Wir glauben, dass Anomalien gar nicht anormal sind, sondern natürliche Bestandteile unserer Realität, die wir nur nicht begriffen haben und die unsere bisherigen modernen Naturwissenschaften nicht erklären können. Der Begriff ist eigentlich unsachlich, aber ich gebrauche ihn der Einfachheit halber im Folgenden. Zu unserem Leidwesen sind alle anderen Organisationen, die sich dem Anomalen verschrieben haben, entweder egoistisch und unverantwortlich, wie RTI, wahnsinnige Massenmörder, wie Rass und seine Spießgesellen oder das SKP aus R3378.de, Leichtsinnige, die die Mächte, mit denen sie hantieren, nicht ernst nehmen, wie dieser Dr. Chaos, oder sie lehnen Anomalien insgesamt ab und scheuen nicht vor Gewalt, um ihre Ziele zu erreichen, wie die GOC oder eben die Foundation. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, nur weil etwas natürlich ist, muss man es nicht willkommen heißen. Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis sind natürlich, aber dennoch muss man die Menschen davor schützen. Aber auch einfach Dinge wie Elektrizität oder das Getriebe einer Bohrmaschine sind gefährlich. Deshalb haben wir Dinge wie Sicherungen oder Abdeckungen und Gehäuse. Wir stimmen mit Ihnen darin überein, dass Anomalien nicht in die Hände der Öffentlichkeit gehören, unabhängig davon, ob sie nun weltzerstörenden Ausmaßes sind oder eine Münze, die immer auf der Kante landet. Noch nicht. In der heutigen Zeit würde das glaubhafte Bekanntwerden des Anomalen eine weltweite Massenhysterie auslösen, mit katastrophalen Folgen. Deshalb unterstützen wir Sie.
Da wir aber nicht so brachial auftreten können, um uns zu behaupten, wie zum Beispiel die GOC es ihnen gegenüber tut, haben wir Agenten in ihre Struktur eingebettet. Sie versorgen uns mit Informationen über Funde von Anomalien, über Details aus ihren Dokumentationen und sorgen wiederum dafür, dass Informationen, die wir ihnen zuspielen, auch ankommen bzw. den richtigen Adressaten erreichen. Zum Beispiel hat die Akademie die Deutsche Foundation in 6% ihrer Einsätze aktiv unterstützt. Durch Vorarbeit, das Fernhalten von Zivilisten, das Ablenken von Störern oder ihnen feindlich gesinnten Interessengruppen, das magische Amnesizieren von Zeugen, die sie übersehen haben und so weiter. Wir leisten aber auch passive Unterstützungen, indem wir dafür sorgen, dass sie auf eine Anomalie aufmerksam werden, indem wir dafür sorgen, dass ihre Forschungen bestimmte Schlüsselergebnisse hervorbringen oder bestimmte Ereignisse in die Wege geleitet werden, die Ausbrüche und sonstige Zwischenfälle verhindern. Sie werden jetzt gewiss erneut alle möglichen Kräfte mobilisieren und ihre KI auf Volllast nach unseren Agenten suchen lassen. Aber seien Sie versichert, dass Sie unsere Agenten nicht finden werden. Alle Agenten, die Sie bisher enttarnt haben, haben Sie enttarnen können, weil Sie von unseren gemeinsamen Feinden Tipps bekommen haben oder weil unsere Agenten leichtsinnig waren und sich nicht an unsere Vorgaben gehalten haben. Mir und meinen Kollegen wäre es am liebsten, wir könnten dieses Katz-und-Maus-Spiel direkt überspringen und offen kooperieren. Indem wir uns verstecken und sie uns suchen, schwächen wir uns gegenseitig. Und das ist genau das, was Rass wollte, als er unseren Agenten eine Falle gestellt hat, damit wir bei den Ereignissen um SCP-149-DE enttarnt werden. Zahlreiche Informationen und Funde in Bezug auf 4R haben sie erst durch uns erlangen können. Rass ist die akuteste Bedrohung für die Integrität der Zivilgesellschaft im Einzugsbereich der Deutschen Foundation. Und auch für die normale und anomale Umwelt ist er durch seinen rücksichtslosen Einsatz von Magie eine Gefahr. Der Spruch, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ist zwar Quatsch, doch streben wir nun, da wir ohnehin aufgedeckt sind, nach einer engeren Kooperation. Wir können Ihnen weitaus genauere Analysen und wissenschaftliche Erklärungen bieten und Sie weitaus besser unterstützen, wenn wir das nicht im Geheimen tun müssen. Ich wünsche daher ein persönliches Treffen an einem Ort Ihrer Wahl. Scranton, Realitätsanker und dergleichen sind für einen Magier meines Standes kein Problem. Mir eine Falle zu stellen, ist von daher obsolet. Sie erreichen mich bis zu Ihrer Entscheidung darüber unter erzmagister-jäger@de-mail.scp. Da Sie sogar Datenverkehr über das Tor-Netzwerk zurückverfolgen können, habe ich diese Mailadresse verzaubern lassen. Alle Mails, die dahin geschickt werden, werden magisch zu mir geleitet, ohne dass Sie verfolgen können, auch nicht mit Ihrer KI. In der Hoffnung auf Zusammenarbeit und mit freundlichen Grüßen, Oberster Erzmagister Jäger. Fazit: Der Brief des Obersten Erzmagisters Jäger stellt den O4-Rat vor eine Situation, die sich nicht ohne weiteres mit den bisherigen Erfahrungen der Foundation vergleichen lässt. Die Magierakademie tritt nicht als unmittelbarer Feind auf. Im Gegenteil. Jäger behauptet, dass seine Organisation die Foundation seit Jahren verdeckt unterstützt und dabei wiederholt dafür gesorgt hat, dass Anomalien entdeckt, Zwischenfälle verhindert und Gefahren für die Zivilbevölkerung eingedämmt werden konnten. Gleichzeitig offenbart der Brief jedoch, dass zahlreiche Agenten der Akademie in die Strukturen der Foundation eingeschleust wurden und bis heute Informationen über deren Arbeit sammeln. Besonders problematisch ist dabei die Frage, wie weit der Einfluss der Akademie tatsächlich reicht. Nach eigenen Angaben wurden bereits 6% der Einsätze der Deutschen Foundation aktiv unterstützt, während weitere Maßnahmen im Verborgenen stattfanden. Damit steht nicht nur die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit im Raum, sondern auch die Frage, wie viel der Foundation über die Jahre hinweg möglicherweise beeinflusst wurde, ohne dass der O4-Rat davon Kenntnis hatte. Aufgrund der Tragweite dieser Enthüllungen wurde neben dem O4-Rat auch der O5-Rat in die weiteren Beratungen einbezogen. Eine Organisation, die über Jahre hinweg Agenten innerhalb der Foundation unterhalten, Operationen beeinflusst und gleichzeitig wertvolle Unterstützung geleistet hat, kann weder einfach als Verbündeter akzeptiert, noch ohne weiteres als Feind eingestuft werden.
Das Angebot eines persönlichen Treffens bleibt daher bestehen, doch eine Entscheidung darüber wird nicht leichtfertig getroffen werden. Die Foundation muss abwägen, ob eine offene Zusammenarbeit größere Gefahren verhindert oder ob sie einer Organisation damit noch mehr Einfluss gewährt, deren wahre Möglichkeiten und Absichten weiterhin nur teilweise bekannt sind. Fest steht nur eines: Mit diesem Brief hat sich das Verhältnis zwischen der Foundation und der Magierakademie grundlegend verändert. Aus einem verborgenen Spiel aus Überwachung, Infiltration und gegenseitiger Einflussnahme könnte eine offizielle Zusammenarbeit entstehen. Oder der Brief war lediglich der erste Schritt in einem Plan, dessen wahres Ausmaß selbst der O4- und O5-Rat noch nicht erkennen kann.